Die Schreinerei Löhr im Westerwald ist spezialisiert auf Massivholz-Haustüren. Hier arbeitet Schreinermeister Niel Bruckhuysen. Einige der Türen hier werden mit hunderte Jahre altem recyceltem Eichenholz gemacht. So entstehen aus teils historischem Holz mit viel Handarbeit moderne Haustüren. Das hier ist jetzt unser Ausgangsmaterial. Das sind alte Eichenbalken, also sprich Eichenbalken, die schon mal in einem Gebäude verbaut waren. Und die sind halt mitunter, haben die mehrere hundert Jahre irgendwo gestanden, sind bewittert worden und haben sich dementsprechend dann auch farblich verändert. Und das können jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Fachwerkbalken sein. Hier haben wir zum Beispiel Teile, das war mal eine Blockhauswand. Und dementsprechend haben wir halt mit allem zu kämpfen, was da so verbaut wurde. Also Nägel, die haben natürlich Fehler wie Zapfenlöcher, Bohrungen. Und dann müssen wir halt immer schauen, wie wir da aus dem Material das Beste rausbringen für unsere Türen. Etwa 80 Türen baut die Haustürmanufaktur im Jahr. Ein gutes Drittel davon aus solchem Altholz, wie sie es hier nennen. Das muss erst einmal aufgeschnitten werden. Jedes Brett ist 26 mm dick. Beim Sägen bekommt Niel Bruckhuysen Unterstützung von seinem Meisterkollegen Timo Brandenburger. Die Idee mit dem Recycling alter Fachwerke oder Blockhäuser hatte der Chef Markus Löhr vor fast 10 Jahren. Timo Brandenburger erinnert sich noch gut an die Anfangszeit. Keiner wusste, in welcher Form das auf uns zukommt, bis der LKW dann vor der Tür stand. Und dann kamen diese wuchtigen Balken zum Vorschein, eingedreckt, mit Nägeln versehen, mit sämtlichen Holzfehlern. Und wir haben da gestanden und haben gesagt, ja, schön, was machen wir denn jetzt? Ne? Mittlerweile ist die Verarbeitung der alten Hölzer Routine, wenn auch eine sehr arbeitsaufwendige. Schon beim Sortieren zeigt sich aber, warum die Schreiner sich die Mühe machen. Das Besondere an dem Holz ist auf jeden Fall, dass es halt schon mal gelebt hat. Und das hinterlässt halt dann auch seine Spuren. Also es ist einfach in der Erscheinung hinterher viel lebhafter als ein Holz aus dem Sägewerk. Und dann auch solche Verfärbungen hier, wie dieses Braune, was sich halt dadurch bildet, dass halt über lange Zeit, vielleicht hunderte von Jahren, je nachdem, wo es verbaut war, dass da immer Wasser reinläuft und dass sich das verfärbt, das kriegt man nur bei dem Material. Also aus dem Sägewerk gibt es das nicht. In den Brettern steckt noch viel sogenanntes Splintholz, also die äußeren weichen Holzschichten eines Baumstammes. Für den Türbau eignen sich diese Holzteile nicht. Hier ist jetzt zum Beispiel eins, sieht man von der Rückseite, hier ist ganz viel Splint drin. Das heißt, die Länge, die werde ich irgendwo gar nicht brauchen können. Ich kann hier vielleicht nur 1,40 Meter von gebrauchen. Und wenn ich jetzt halt ein Vlies brauche, was lang und breit ist, dann muss ich halt entsprechend lange suchen. Aufrechte Schließleiste. Mit der Materialliste kontrollieren die beiden Schreinermeister, ob sie auch alle nötigen Hölzer für ihr Projekt zusammen haben. Die Bretter werden grob abgelenkt und auf die richtige Breite zugesägt. Später werden sie zu den Einzelteilen der Tür zusammengeleimt. Eine Tür enthält mindestens 50 solcher Bretter. Da kann der Zuschnitt schon mal eine Weile dauern. Zum Verleimen sind die Latten nach dem Zuschnitt noch viel zu uneben. Durch das Trocknen auf 10 bis 12% Restfeuchte haben sie sich noch einmal verzogen. Mit dem Vierseiterhobel werden sie rundum bearbeitet. Sie verlieren dabei gut 1/4 ihrer Dicke. Als nächstes müssen wir jetzt hier die Lagen so zusammenlegen, wie sie später auch geleimt werden. So gucke ich mir jetzt an, welche Seite meine Außenseite wird. Hier ist jetzt zum Beispiel so der Rest von einem Zapfenloch. Der kommt dann nach innen
dann ist er verschwunden. Das sind die nicht sichtbaren Seiten. Und jetzt kommt da ein Zeichen drauf. Genauso werden die dann später zusammengeleimt. Das ist die 1. Timo füllt den Leimroller mit sogenanntem Propellerleim. Der ist wasser- und schimmelresistent und so bestens für den Haustürbau geeignet. Brett für Brett entstehen jetzt die Einzelteile für den Türrahmen und den Türflügel. Aus Altholz bestehen aber nur die beiden sichtbaren Seiten. Der Rest ist neue Westerwälder Eiche. Weil das Altholz für uns in der Gewinnung natürlich aufwendig ist und werkzeugintensiv ist, also es ist im Prinzip ein teures Material. Und in der Mitte von einem Laminat hat es für uns keine Vorteile, das Holz zu verwenden. Da nehmen wir lieber Eichenholz, das für uns leichter zu gewinnen ist, was aus dem Sägewerk kommt, was wir nicht noch selber aufschneiden müssen und wo wir nicht ganz so viel Arbeit dran haben. Die Laminate werden seitlich mit Schraubzwingen stabilisiert. Für den nötigen Druck von oben sorgt die Hydraulikpresse mit gut 180 bar. Für eine Tür mit zugehörigem Rahmen muss die Presse 2- bis 3-mal befüllt werden, je nachdem, wie viele Einzelteile sie hat und wie groß die sind. Jedes Mal bleiben die Laminate mindestens 2 Stunden zum Trocknen in der Presse. Warten ist angesagt. Bevor es dann mit dem eigentlichen Türbau losgehen kann, braucht die Altholzoberfläche aber noch eine Sonderbehandlung. Wir haben jetzt hier die Hölzer vorbereitet zum Ausgießen mit Epoxidharz. Da müssen jetzt noch ein bisschen die Risse gereinigt werden, wo noch so Sand oder Lehm, irgendwelche Baustoffe noch drin hängen. Gegebenenfalls wird jetzt hier noch ein bisschen, wo faules Holz in den Astlöchern noch steckt, das wird noch weggekratzt. Dann werden die Kanten abgeklebt, dass nichts rauslaufen kann. Und danach wird das Ganze mit einem Kunstharz vergossen, der das Holz dann stabilisiert und auffüllt, dass wir eine glatte Oberfläche bekommen. Die glatte Oberfläche sorgt später auch dafür, dass sich keine Insekten in den Holzritzen einnisten können und sich kein Wasser darin sammeln kann. Das Epoxidharz besteht aus 2 Komponenten, dem schwarzen Harz und dem durchsichtigen Härter. Das Verhältnis der beiden muss genau stimmen. Das hat jetzt ein Mischungsverhältnis bei dem Produkt von 100:45. Das sollte man auch ziemlich genau einhalten, damit das wirklich vollständig aushärtet und da nicht irgendwelche flüssigen Stellen zurückbleiben. Und dann auch gut vermischen. Vorher aber erstmal rein in die Handschuhe, denn Epoxidharz kann bei Hautkontakt Allergien auslösen. Beim Aufbringen ist wieder einmal Geduld gefragt. Ja, das Zeug ist halt von der Konsistenz so ein bisschen, sagen wir mal, wie so flüssiger Honig. Und das braucht dann auch schon mal eine Zeit lang, bis das
in den Grund von diesen Rissen und Astlöchern abgesackt ist. Und das muss man dann einfach so lange wiederholen, bis nichts mehr nachsackt. Die Teile müssen dann über Nacht trocknen, bevor sie weiterverarbeitet werden können. Ohne das Epoxidharz wäre das Altholz aber auf diese Weise kaum zu verarbeiten. Hobel oder Sägen würden die losen Holzteile einfach abreißen. So soll die Tür später einmal aussehen. Die nötigen Teile haben Timo und Neil in tagelanger Arbeit vorbereitet. Noch haben aber alle Teile Übermaß. Sie müssen also auf ihre endgültigen Außenmaße gehobelt werden. Welche das sind, zeichnen die beiden zur Sicherheit nochmal auf den Hölzern an. Da haben wir alle. Ja. Okay. Der Vierseiter hobelt auch gleich das überschüssige Epoxidharz mit weg. Nach dem Hobeln werden die Hölzer noch einmal abgeschliffen. Dann sind die Rahmenteile für den Türflügel fertig. Bei den Schreinern heißen diese Rahmenteile Friese. Friese sind eigentlich sozusagen die Grundkonstruktionsteile von der Tür. Alles, was die Grundkonstruktion von dem Türblatt ist, bezeichnen wir als Fries. Also das ist eine aufrechte Friese, oberes Querfries, mittleres Querfries, unteres Querfries. Und was dann hinterher noch dazu kommt, das unterscheidet sich dann davon. Das sind hier unten dann zum Beispiel Füllungen, oben ist das eine Scheibe. Das sind die Glasleistenrahmen und Verzierungen, Applikationen, die dann noch dazukommen. Neil Bruckhuysen legt die Hölzer für die spätere Tür jetzt das erste Mal zusammen. Er achtet genau darauf, wie die Maserung verläuft, wo es Farbunterschiede in den Oberflächen gibt und welche Seiten der Hölzer am besten zueinander passen. Mit dem sogenannten Schreinerdreieck markiert er sich, welches Fries später wo in der Tür verbaut wird. Jetzt entscheidet sich eigentlich sehr vieles, ne? Was ist hinterher das Bild, welche Seiten zeigen nach außen, zeigen nach innen und müssen natürlich auch zusammenpassen. Wenn optisch alles passt, müssen die Friese noch in die passenden Formen gebracht werden. An der Tischfräse werden nun alle Hölzer an den Kanten, die ins Türinnere zeigen, profiliert. Sie alle bekommen einen sogenannten Glasfalz, hier unten zu sehen. An ihm liegen später Glasscheiben und Füllungen der Tür an. Er zeigt zur Vorderseite. Die anderen Teile bekommen eine sogenannte Konterfräsung. Die sorgt dafür, dass die Friese später wie ein Puzzle ineinander passen. Das sieht gut aus. Das Kopfholz wird jetzt an der Tischfräse so ausprofiliert, dass das hier ineinander greift. So sieht die fertige Verbindung dann aus.
fast fertig. Ein letztes Profil fehlt aber noch. Dieses Stück, also praktisch dieser Bogen hier oben, der fehlt uns noch. Wir haben bis jetzt ja nur gerade Werkstücke. Und den müssen wir jetzt entsprechend der Schablone aus dem Stück hier noch rausarbeiten. Da ist jetzt hier schon so ein bisschen drauf markiert, wo später die Sprossen sitzen in diesem Glasfeld. Ja, und anhand der Schablone können wir jetzt den oberen Querfries grob ausschweifen auf der Bandsäge und danach das Glasfalzprofil mit dem Anlaufring anfräsen. Die Schablone hat Timo an einer computergesteuerten Fräse extra für diese Tür angefertigt. Bei der Arbeit mit der Bandsäge ist Ruhe und Konzentration gefragt, wenn man seine Finger behalten will. Ganz oben auf dem Fräskopf sitzt der besagte Anlaufring. An ihm wird die Schablone vorbeigeführt. So überträgt sich die Form exakt auf das Werkstück. Damit der Andruck jederzeit stimmt, arbeiten Neil und Timo zu zweit. Die Tür wird später aber nicht allein von Profilen und Leim zusammengehalten. 18 mm dicke Holzdübel sorgen für zusätzliche Stabilität. Mit der Skala auf der Langlochbohrmaschine kann Neil später die Positionen der Dübel auf die anderen Friese übertragen. Dazu muss er sich nur die Zahlen merken, bei denen er gebohrt hat. Das jeweilige Gegenstück wird dann genauso eingespannt und bei denselben Zahlen gebohrt. Ein Zahlendreher könnte den Schreiner weit zurückwerfen. Im schlimmsten Fall müsste er ein komplett neues Teil anfertigen. Bevor die Friese zum Türflügel zusammengesetzt werden können, wird ihre Oberfläche noch gebürstet. Weichere Holzschichten werden dabei von den metallenen Borsten abgetragen. Härtere Holzanteile bleiben zurück. So bekommt die Oberfläche ein strukturierteres Bild. Die Maserung tritt stärker hervor. Danach wird es ernst für Neil und Timo. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt das Verleimen vom Türflügel. Und das ist ein Arbeitsschritt, bei dem es ein bisschen zügiger gehen muss, wo wir zu zweit arbeiten. Das heißt, wir bereiten das so weit vor und dann auf 3, 2, 1 geht's los. Dann wird Leim angegeben und dann müssen wir sehen, dass wir innerhalb von 10 Minuten die ganze Tür zusammen haben, bis der Leim anfängt abzubinden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Tür fast zusammen ist und das letzte bisschen fehlt und dass man nochmal wieder auseinander muss. Weil fürs Zusammen braucht man sehr viel Druck. Dafür haben wir die Presse, die macht 150 Bar. Das ist kein Problem, aber fürs Auseinander haben wir keine Presse. Also es wird dann halt echt unangenehm und im schlimmsten Fall ist auch so ein Türflügel dann, sagen wir mal, versaut, dass man den wieder auseinandersägen muss, wenn man ihn nicht mehr auseinander bekommt. Es ist halt der Moment, wo aus einem Stapel Hölzer ein Türflügel wird.
Und wo ich sehe, es passt alles zusammen, ja, das ist so das erste Mal, dass die ganzen Hölzer, die man vorher in der Hand hatte, jetzt auf einmal eine Tür sind. So. Das ist eigentlich eine schöne Arbeit. Wir haben es halt früher in kleineren Werkstätten dann auch schon so gemacht, dass man so einen Türflügel dann mit dem Vorschlaghammer auf dem Betonboden erstmal zusammentreibt und dann mit manuell betätigten Zwingen dann zusammendrückt. Und das ist natürlich sehr mühselig und wie die Presse das so leicht aussehen lässt. Also ich weiß, wie viel Kraft dahinter steckt, sag ich mal so, wenn man es mal von Hand gemacht hat. Und das mag ich, das finde ich schön. Und mal wieder heißt es warten, bis das Werkstück getrocknet ist. Beim Türbau ganz normal. Das dauert seine Zeit, das lässt sich auch nicht nach Belieben beschleunigen. Da gewöhnt man sich dran. Nach gut 4 Stunden kann der verleimte Türflügel wieder ausgespannt werden. Die Grundkonstruktion ist damit fast fertig. Was ihr noch fehlt, ist die endgültige Form und das ein oder andere Loch. Etwa für das Schloss und den Griff. Die werden später computergesteuert eingefräst. Für Niel Bruckhuysen und Timo Brandenburger steht jetzt das Umfelsen der Tür an. Die Außenseite des Türflügels bekommt dabei ein L-förmiges Profil. So passt der Flügel später genau in den Rahmen. Die erste Passprobe. Und? Hat alles funktioniert? So. Hast du da 8 mm? Mhm. Ja, hier auch. Wunderbar. Schön. Passt. Das Glasfeld am oberen Teil der Tür ist als nächstes dran. Darin liegen später 5 einzelne Glasscheiben. Bis sie geliefert werden, müssen Platzhalter aus Holztäfelchen herhalten. Die einzelnen Scheiben werden von solchen hölzernen Sprossen getrennt. Die sollen jetzt passend zugeschnitten werden. Dann kann ich mir die da... Schwierig wird das vor allem entlang des Bogens. Niel muss den Winkel an der jeweiligen Stelle des Bogens ganz genau auf die Sprossen übertragen. Eine ziemliche Fummelei, denn der lässt sich nicht vermessen und ändert sich an mehreren Stellen. Niel muss sich mit vielen Schnitten rantasten. Bisschen weniger. Immer wieder schneidet er nach und verstellt dabei die Säge im Bereich von halbem, manchmal nur Viertelgrad, bis er den richtigen Winkel gefunden hat. Ja, das passt jetzt schon ziemlich gut. Ja, den. Auf der Rückseite werden später noch aufrechte Stege eingeleimt, die die Glasscheiben voneinander trennen. Allein das Zuschneiden und Einbauen der Sprossen und Stege dauert fast einen ganzen Arbeitstag. Für den Einbau braucht es in beiden Fällen viel Leim, viel Geduld und viele Schraubzwingen.
Es gibt ja dieses Innungssymbol, das ist also der Hobel, der Winkel und der Zirkel. Und ich denke mal, man könnte auch die Schraubzwinge gut mit dabei packen und den Hobel vielleicht weiter hinten anstellen. Das würde wahrscheinlich der heutigen Praxis eher entsprechen, weil das ist ein Werkzeug, das hat es schon immer für den Schreiner gegeben und das wird sich auch nicht ändern. Also das Zusammenfügen, dieses Leimen von Hölzern mit einer Zwinge als Hilfsmittel, das ist allgegenwärtig, das braucht man. In der Zwischenzeit sind auch die Bretter für die Füllungen im unteren Teil der Tür entstanden. Sie bekommen auf der Außenseite je 2 Zierfräsungen und mittig dazwischen eine kleine Pyramide. Das Loch dafür entsteht auf der computergesteuerten Fräse. Die endgültige Form ist dann aber doch Handarbeit. Ich möchte da einen quadratischen Quader rein haben, der scharfkantig in der Ansicht ist. Das muss ich von Hand machen, weil das kann die Maschine nicht. Die kann nicht 90 Grad von oben gesehen ausstemmen. Die arbeitet mit einem runden Werkzeug und dementsprechend bleiben die Ecken auch rund. Die andere Möglichkeit wäre, ich würde es nicht arbeiten und würde meinen Quader an den Ecken ein bisschen abrunden, bis er in die Fräsung reinpasst. Das könnte ich natürlich auch machen, aber das will ich aus optischen Gründen nicht. Der soll in der Ansicht quadratisch sein mit 90 Grad Ecken und nicht mit runden Ecken. Die eigentlichen Pyramiden stellt Niel auf der Kreissäge her. Das Sägeblatt neigt er dazu um 25 Grad. Dieser Winkel hat sich für die Form nach vielen Versuchen als der harmonischste herausgestellt. Die Hölzer für die Pyramiden hat Niel natürlich auch aus Altholz gemacht. Ich habe ja extra Material ausgesucht, was zum einen halt nicht zu wild ist, dass mir die nicht auseinanderfallen, aber man soll halt doch noch erkennen, dass es halt Fehler hat, weil es halt zu diesem Altholzcharakter passen soll von den Füllungen. Und dementsprechend kann ich mir dann die mit dem schöneren Bild aussuchen, die vielleicht noch so ein bisschen so einen Riss haben, so, damit man auch sieht, dass es Altholz ist. Hundertprozentig passen die Pyramiden aber noch nicht in die Löcher. Am Bandschleifer werden die letzten fehlenden Millimeter weggeschliffen. Dann können die Pyramiden eingeleimt werden. So. Damit die fertigen Füllungen später auch in der Tür bleiben, fehlen aber noch wichtige Bauteile. Diese Hölzchen sind meine Glashalteleisten und die werden jetzt zu Rahmen verarbeitet, die dann wiederum im Endeffekt die einzelnen Füllungen bzw. Glasscheiben halten.
Die Halteleisten drücken später von hinten gegen die Einbauteile. So bleibt alles, wo es hingehört. Damit aus den Hölzchen Rahmen werden, werden sie zuerst an der Kreissäge auf Gärung geschnitten. Wenn alles genau passt, fräst Niel mit einer Spezialfräse Löcher in die Ecken. In sie werden später sogenannte Schwalbenschwänze eingeschlagen. Die kleinen sanduhrförmigen Plastikkeile stabilisieren die Ecken zusätzlich zur Leimverbindung. Vor dem Verleimen werden die Leisten von Hand noch leicht gefasst, also ein wenig abgerundet. Die Gärungsklammern geben erst einmal Halt, bis die Schwalbenschwänze eingeschlagen sind. Danach können sie gleich entfernt werden. Sieben dieser Rahmen braucht Niel für die gesamte Tür. Sie werden später eingeschraubt. Das sorgt für den nötigen Andruck und macht es außerdem möglich, Scheiben oder Füllungen auszutauschen, wenn sie mal kaputt gehen. Eine Zierfräsung fehlt noch. Danach wird ein letztes Mal geschliffen und nachgebessert, um die Oberfläche für den Anstrich vorzubereiten. Dreimal wird die Tür insgesamt lasiert. Zweimal, wie hier, mit einer Art Grundierung. Die dritte Schicht enthält noch einen UV-Filter, der ein Verblassen durch Sonneneinstrahlung verhindern soll. Der Anstrich an sich trägt keine Farbpigmente auf. Das heißt aber nicht, dass er die Holzfarbe nicht massiv verändert. ist doch schön, wie das Holz Farbe kriegt, oder? Also ich finde das immer wieder so, das ist das Schöne bei dem Streichen zu sehen, wie das so anfeuert, wie so diese Farbunterschiede stärker werden durch die Farbe. Das Schwarze von dem Epoxidharz, das, was ja vorher so ein bisschen grau aussah, wird jetzt wieder richtig schwarz. Und das ist ja schwarz im Grundton, aber nach der Behandlung wird das ja so mattgrau. Ne? Und durch den Anstrich kriegt das wieder diesen dunklen
ursprünglichen Schwarzton zurück. Ja. Einfahrt auf die Zielgerade. Die Endmontage steht an. Als erstes baut Neil das Schloss ein. Die Stangen hat er vorher passend zugeschnitten. Unsere Tür bekommt ein ganz spezielles Schloss. Das Schloss, was wir jetzt hier in die Tür eingebaut haben, ist ein sogenanntes Automatikschloss. Das bedeutet, wenn ich die Tür zumache, dass es dann automatisch verriegelt. Das sieht also so aus, die Tür kommt, fällt in den Blendrahmen und dann gibt es in der Schließleiste im Blendrahmen einen Magneten, der diesen Auslöser drückt. Und damit ist die Tür nicht nur auf der Falle verriegelt, sondern hat auch zusätzlich hier noch diese Schließhaken, die automatisch, ohne dass man abschließt, mit ins Schloss fallen. Auf der anderen Seite der Tür werden die Bänder, also Scharnierteile, angeschraubt. Die verzinkten Halteschrauben sollen später nicht mehr zu sehen sein. Die Halterung bekommt deshalb eine Blende mit messingbeschichteten Schrauben. Damit die Tür dicht abschließt, bekommt sie rundum eine Gummilippe, die später auf dem Rahmen aufliegt. Die Ecken schneidet Neil mit einer speziellen Zange passend zu, sodass die ganze Dichtung nur eine einzige vollständige Unterbrechung hat. Auch sämtliche Löcher für Füllungen und Glasscheiben werden mit einem selbstklebenden Gummiband abgedichtet. Timo bringt die Dichtungen an den Innenseiten der Halteleisten an. Für Neil eine Ruheoase im sonst eher lauten Alltag. Das ist eine Arbeit, die ich eigentlich auch gerne mache. Zum einen, es kommt alles zusammen. Zum anderen ist es auch eine ruhige Arbeit, bei der man wenig Krach und Dreck macht. Also was ja auch mal dann eine schöne Abwechslung ist, wenn man beispielsweise 2 Tage an der Bandsäge gearbeitet hat und sich mit Altholzgewinnung auseinandergesetzt hat oder so, dann ist das eine schöne Abwechslung, Türen zusammenzubauen. Ja, und man sieht halt das komplett fertige Ergebnis. Noch lässt sich die Tür aber nicht öffnen. Dafür bekommt sie als nächstes die Garnitur. Passend zu den Bändern haben die Schreiner Griff und Platte aus Messing gewählt. Wenn alle Anbauteile sitzen, werden die Füllungen und Glasscheiben eingesetzt. Das ist immer eine heikle Situation. Die Scheiben sind ja bestellt worden, bevor die Tür überhaupt hergestellt worden ist. Dass die dann auch genau da reinpassen, dass man genau die Luft nachher hat, wie man sie nachher braucht. Deswegen ist das immer wieder schön, wenn ein Plan funktioniert. An den Rändern sorgen Kunststoffklötze dafür, dass Scheiben und Füllungen mittig sitzen.
In der Mitte der Tür werden jetzt noch Schnitzereien eingesetzt. Für die haben die beiden Schreinermeister das Material aus Altholz vorbereitet und zu einem Schnitzer nach Bayern geschickt. Der fertigt die Bilder freihand. Nur noch richtig rum da rein, ne? Mhm. Das ist auch wichtig. Gut. Jetzt hier die Richtung, ne? Weil die Tür aus besonders hartem Eichenholz besteht, sind alle Löcher für die Schrauben an den Halteleisten vorgebohrt. Ohne diesen Schritt könnte das Holz der schmalen Leisten reißen. Ich dreh mal rum. Moment. Timo hat gar nicht mitgedrückt, glaube ich. Der fertige Türflügel wiegt knappe 100 Kilo. Kurz mal die Backen aufgeblasen. Dichtung sitzen schön. Die Füllungen sitzen gleichmäßig drin. Ja. Guck mal, wie fein. Ja. Doch gut verklotzt. Doch, das sieht gut aus. Ja? Soweit ist erstmal alles gut. Jetzt kommt noch die Funktionsprüfung. Das ist ja eigentlich so der Punkt, wo es dann wirklich klappt. Das ist dann noch so die letzte Gewissheit, dass auch alles in Ordnung ist. Ein letzter Spannungsmoment. Passt alles ineinander? Sitzen alle Anbauten korrekt? Schließt die Tür richtig? Um das alles zu testen, haben Nil und Timo den vorher fertiggestellten Rahmen in der Montagehalle aufgebaut. Jetzt zeigt sich, ob die beiden alles richtig gemacht haben. Mit Luftkissen heben sie die Tür an und hängen die Bänder ein. Einige Schreiner sprechen hier von der Hochzeit von Tür und Rahmen. Das geht Nil dann aber doch etwas zu weit. Das ist so ein bisschen geschwollen und abgedroschen. Klar, wenn man zwei Teile zusammenfügt, die zusammengehören, kann man das immer als Hochzeit beschreiben. Aber ich könnte beispielsweise auch eine Achterschraube und die Mutter dazu nehmen, die da reindrehen und sagen, ich habe die Hochzeit von einer Mutter und einer Schraube. Oder wenn der Rahmen ins Mauerwerk kommt, dann hätten wir die nächste Hochzeit, dann ist das ja schon eine Dreiecksbeziehung. Wie man es am Ende auch nennt. Die neuen Partner müssen sich noch etwas aufeinander einstellen. Oder besser gesagt, eingestellt werden. 4 Schrauben lösen für die 2 Bänder. Jetzt lässt sich das über hier diese Stellschraube. So wäre jetzt näher dran, das heißt mehr Andruck. Das wollte ich aber nicht, das war ja schon viel. Also stelle ich ein bisschen wieder weg. Da unten an der Skala kann ich das so ein bisschen ablesen. So. Und klemme die Tür wieder fest. 15.000 € müssen Kunden für eine Altholztür der Schreinerei Löhr mindestens einplanen. Kompliziertere und detailreiche Türen können aber auch erheblich mehr kosten. In ihnen stecken viele Arbeitsstunden, in dieser hier zum Beispiel rund 140. Nach bestandener Funktionsprüfung ist sie komplett fertig und unsere beiden Schreiner sind glücklich. Im Endeffekt hat man sich ja jedes Brett mal irgendwie angeguckt und hat sich überlegt, wo man es hinterher hindrehen will. So dass jetzt beispielsweise die etwas dunkleren aufrechten Friese oder die gesamte Außenseite etwas dunkler ist als die Innenseite. Das kann man jetzt natürlich von der einen Ansicht nicht so leicht einfangen, aber das sind alles so Gedanken, die macht man sich dann. Und ja, jetzt ist ein harmonisches Bild draus geworden und das ist dann auch in Ordnung so. Da bin ich zufrieden mit. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.